Moin, Servus und Hallo. Heute habe ich mir für euch mal wieder den Registrationsprozess einer Kryptobörse angeschaut, führe euch da einmal durch und nenne euch natürlich die Besonderheiten dieser Kryptobörse. Es geht um keinen geringeren als Binance. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US-Dollar ja, steht Changpeng Zhao, der CEO dieser Börse, natürlich gar nicht mal so schlecht da. Trotzdem muss ich zu Anfang sagen, dass Binance in Sachen Vertrauen und Seriosität ab und zu schon mal ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist, denn der Firmensitz ist nach wie vor nicht wirklich bekannt. Das ließ sich mir auch nicht recherchieren anhand der Website. Und zumal wurde die Börse schon angeblich gehackt und da gab es ja nicht so schöne Sachen für die Nutzer. Aber dennoch muss ich sagen, mit einem herausragenden Coin-Portfolio, einem super Handling auf der Website und weiteren Features kann ich Binance trotzdem guten Gewissens empfehlen und finde einfach, die Handhabung ist eine sehr einfache. Zumal uns vor ein paar Tagen gerade die Meldung erreicht hat, dass Binance jetzt auch CoinMarketCap gekauft hat. Das ist die tolle Seite, auf der ihr wahrscheinlich die ganze Zeit die Kryptokurse checkt. Von daher auch hier das bringt natürlich wieder ein bisschen mehr Vertrauen auch einfach mit in die Börse, wenn diese jetzt für ja, die bekannteste Website in Sachen Coinkurse verantwortlich ist. So, ihr wollt natürlich wissen, wie ihr jetzt auf Binance tradet. Tatsächlich ist die Registrierung sehr einfach, schnell und unkompliziert. Ihr könnt gerne einmal unsere Review anschauen auf crypto-monitor.com. Geht ihr auf unseren Kryptobörsenvergleich und seht dort die Binance Review. Dann könnt ihr oben einmal auf Jetzt registrieren klicken und gelangt dann schon auf die Landingpage, auf die Home-Seite der Kryptobörse Binance. Dann geht ihr oben rechts auf Registrieren. Und dort müsst ihr zu Beginn tatsächlich nur eure E-Mail-Adresse angeben, euer Kennwort wählen und dann bekommt ihr, wie üblich, einen Bestätigungslink per E-Mail zugeschickt. Auch hier wichtig, schaut vielleicht in eurem Spam-Ordner nach, denn manchmal finden die Mails nicht den Weg in den eigentlichen Eingang. Und dann klickt ihr auf die Bestätigungs-E-Mail. Ja, und dann seid ihr eigentlich schon drin. Tatsächlich könnt ihr euch zu Anfang erstmal umschauen und ein bisschen vertraut machen mit der Website. Ich finde, das hat ein paar Minuten gedauert, bis auch die Coinkurse und alles, bis mir das komplett ersichtlich war, aber dennoch echt ein easy Handling und ein easy Registrationsprozess. Zumal ist es halt auch super, dass die Plattform in 16 Sprachen verfügbar ist. Also an Internationalität, glaube ich, nicht zu toppen. Und tatsächlich, was auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist, ihr könnt schon jetzt zu traden beginnen, ohne mit eurem Ausweis und allem Pipapo verifiziert zu sein. Allerdings nur mit einem Auszahlungslimit innerhalb von 24 Stunden von 2 Bitcoin. Aber okay, ihr wisst alle, wo der Kurs gerade steht. Also für den Otto-Normalverbraucher sollte das auf jeden Fall erstmal ausreichend sein. Und gerade auch wenn ihr neu in dem Krypto-Business seid, ja, könnt ihr euch damit einfach mal easy ausprobieren. Wenn ihr nun natürlich mehr als 2 Bitcoins traden wollt, dann gilt einiges und zwar, ihr müsst euch komplett registrieren. Erstmal, ihr müsst dazwischen auswählen, ob ihr eine Privatperson oder ein Firmenkonto anlegen wollt. Was ich tatsächlich, ja, das spricht irgendwie für Binance, denn das bedeutet, dort tümmeln sich auf jeden Fall auch ein paar Firmen, die um einiges mehr umsetzen auf einer Kryptobörse. Also auch hier Binance vielleicht nicht unbedingt für den kleinen Trader von nebenan, sondern auch auf größere Mengen spezialisiert. Ja, und dann durchfahrt ihr den branchenüblichen Verifizierungsprozess. Dort müsst ihr einmal euren Personalausweis in Vorder- und Rückseite hochladen, dann einmal eine Bestätigung eures Wohnortes. Ich habe da einfach einen Screenshot von meinem Kontoauszug hochgeladen. Und ja,
dann dauert das ein bisschen. Tatsächlich ging es bei mir recht schnell. Innerhalb eines Tages war ich komplett verifiziert und habe als VIP 0, weil ich bis dato noch nichts umgesetzt habe, gestartet in das Börsenbusiness. Allerdings müsst ihr auch hier beachten, wenn ihr Fiat-Einzahlungen, sprich Euro, US-Dollar etc. machen möchtet, auch dann kommt ihr um eine vollständige Identifizierung nicht rum. Ansonsten bietet Binance natürlich auch Visa- und Mastercard-Zahlungen an. Das Ganze hat Gebühren von rund 4% und Achtung, auch hier wichtig zu wissen, ihr müsst die 2D, 3D Secret-Authentifizierung haben, sprich mit eurer Sparkassen-App etc. eine Bestätigung auf eurem Handy verifizieren und nur dann könnt ihr diese Payment-Methode nutzen. So, wenn ihr jetzt Kryptowährungen kaufen wollt, ist echt super easy. Ihr gebt den Betrag in Euro ein, den ihr ausgeben wollt und wählt dann aus einem umfassenden Coin-Portfolio, muss ich wirklich sagen, wählt ihr aus. Zwischen Bitcoin, Ethereum, Ripple natürlich, gibt es aber auch die kleinen und vielleicht noch recht unbekannten wie Zcash, Stellar Lumens, Dash, Omisigo, Ethereum Classic, Cosmos, Basic Attention Token und natürlich den Binance Coin. Genau, denn unsere riesige Kryptobörse hat auch einen eigenen Coin rausgebracht. Was bedeutet dieser Coin denn eigentlich für euch? Das ist super, wenn wir uns einmal das Gebührenmodell anschauen. Denn, wie gesagt, ihr könnt mit Visa und Kreditkarte zahlen. Ey, das dauert 10 Minuten bei mir, bis ich meine Bitcoin in meiner automatischen Wallet hatte. Die Spesen, genau, um die 4% habe ich gezahlt. Und es gibt ein gestaffeltes Gebührenmodell, wobei den Usern, Achtung, hier kommen wir zum Binance Coin, 25% Rabatt gewährt wird, wenn ihr mit eben diesem bezahlt. Die Basisgebühr beträgt 0,1%. Da muss man tatsächlich sagen, dass es echt eigentlich easy ist. Wir bewegen uns da ungefähr auf dem Spesenmodell von Bitpanda, also branchenübliche Spesen. Und ja, genau, ich blende euch hier einmal das Gebührenmodell ein, auch das recht übersichtlich gestaltet und ihr seht sofort, je nachdem wie viel ihr umsetzt, gelangt ihr auf weitere VIP-Level und spart dann natürlich auch ungemein an Spesen. Also Leute, wenn ihr erstmal am Traden seid, dann läuft der Hase von ganz alleine. Ansonsten kann ich euch auf jeden Fall sagen, meiner Meinung nach ist Binance top für kleinere Trader, aber auch für große Trader wie Firmen. Vor allem dieses breite Coin-Portfolio bringt natürlich ungemein viele Möglichkeiten einfach und ihr könnt viele Trading-Möglichkeiten miteinander kombinieren. Und außerdem bietet auch Binance das Staking an. Dort könnt ihr passives Einkommen generieren, indem ihr quasi ein Coin staked und immer kleine Portionen monatlich von dem passiven Einkommen erhaltet. Ich verlinke euch hier unten auch nochmal unsere Hauptseite zum Coin Staking. Da erfahrt ihr nochmal mehr, was das Ganze so auf sich hat. Grundsätzlich, meine Empfehlung ist aber, Binance ist für große Anleger, für große Firmen. Ihr müsst euch ein bisschen reinfriemeln und natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass die Schlagzeilen in der Vergangenheit auch mal etwas negativ waren. Also, wenn ihr Verfechter von Sicherheit seid und einen schnellen Überblick braucht, dann
Wägt doch mal ab, welche Kryptobörse für euch am besten ist. Grundsätzlich kann ich aber auf jeden Fall sagen, wenn ihr euch mal ein bisschen herantasten wollt, einen Überblick gewinnen wollt, wie gesagt, ihr müsst euch nicht direkt komplett verifizieren. Also schaut doch mal vorbei und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt aufs Traden, dann wünsche ich euch eine riesige Menge Spaß und natürlich, dass die Kurse ganz bald wieder nach ganz oben klettern. Bis dahin, viel Spaß beim Traden.